Tag 0 unserer diesjährigen Dolomitentour. Wir sind jetzt gerade irgendwo vor Rosenheim noch auf der A8. Hier ist schönstes Wetter und wir fragen uns gerade, wieso wir eigentlich nach Südtirol fahren, wo es regnet. Aber gut, dort haben wenigstens die Hütten auf. Matteo ist gerade am Film schauen. Das sind die Nachteile, wenn man mit dem Auto fährt und dementsprechend ein iPad mitnehmen kann. Aber gut, irgendwann wird er das Ding weglegen. In den Rucksack packen können wir es nicht, von daher maximal jetzt nach dem Auto. Wir fahren jetzt erstmal weiter und hoffen, dass wir jetzt noch gut durchkommen. Und wir melden uns später. Guten Morgen. Tag 1 unserer Tour. Wir haben ja gestern Abend oben auf der Seiser Alm geschlafen, aber da konnten wir das Auto nicht stehen lassen. Deswegen sind wir jetzt heute Morgen hier runtergefahren, haben im Parkhaus geparkt. Wir sind in der Gondel. Wir fahren gleich beim Bauer Arnold vorbei. Ja. Und Ich guck schon mal nach. du guckst schon mal genau, und tatsächlich ist das Wetter jetzt deutlich besser, als wir befürchtet haben. Heute Morgen war es noch ganz trübe, aber jetzt kommt stellenweise sogar die Sonne raus. Von daher hoffen wir einfach, dass wir heute schön wandern können und vielleicht sogar noch ein Stückchen Klettersteig gehen, wobei ich bin mir nicht sicher, ob das klappen wird. Und wir konnten gestern nicht ins Pool. Das war nicht schön. Ja, wir konnten gestern nicht ins Schwimmbad gehen, weil man eine Bademütze gebraucht hat, die wir natürlich nicht hatten. Aber gut, wir werden es überleben. Jetzt gehen wir erstmal wandern und melden uns später. Tschüss. So, jetzt sind wir so gut wie startklar. Wir sind jetzt auf dem Panoramalift. Leider ist die Sonne schon wieder weg. Aber gut, immerhin, es regnet nicht. Wir sind im Wesentlichen alleine. Wir haben bisher vielleicht 15 Leute überhaupt gesehen in ganz Kompatsch. Kein Vergleich zu letztem Jahr, noch viel weniger los. Wir sind mal gespannt, wie es oben auf der Hütte wird. Das waren schon mal die Berge und wir laufen jetzt Richtung Rosszahnscharte und dann oben übernachten wir und dann gehen wir runter oder nochmal hoch, machen den Klettersteig. Ja, das werden wir dann sehen. Ich glaube heute nicht. Vielleicht, nee, heute nicht. Morgen nicht, weil Schnee liegt, glaube ich. Ja, und das war's. So, wir sind an der Rosszahnscharte angelangt. Und es ist ein bisschen windig, ich tue mich schon viel wegen dem Eis. Ja, wir haben so ein bisschen Graupelschauer. Hier hinten sieht es klarer aus, schon besser. In Richtung Rosengarten ist es allerdings ziemlich verhangen und da liegen auch Niederschlagsreste drin. Naja, gut, da sind wir. Rosszahnscharte. Jetzt geht es weiter zum Thieser Alpe. Zum Mittag gegessen, haben schon unser Zimmer bezogen. 4 Bettzimmer haben wir, zu zweit allerdings. Und jetzt einen kleinen Spaziergang machen. Verrückter Mountainbiker wollte da runterfahren. Genau, ist gerade verrückter Mountainbiker mit Hund und kurzen Hosen an uns vorbeigefahren. Und wir machen jetzt noch ein bisschen Spaziergang. Allerdings ist es total windig, von daher waren wir nicht allzu weit unten.
Tag 2. Etwas anders als erwartet. Wir machen gerade eine Schneeballschlacht. Da hinten ist unsere Hütte, total eingeschneit. Wir waren letzte Nacht tatsächlich die einzigen Gäste. Und ich gehe davon aus, dass wir auch heute Nacht die einzigen Gäste bleiben, denn ich glaube nicht, dass hier irgendjemand hochkommen wird. Matteo, hörst du mal auf? Ich mache gerade ein Video. Ja, und jetzt versuchen wir so irgendwie den Tag totzuschlagen und umzubringen. Ja, so ca. 35 cm hat es geschneit. Jetzt ist erstmal Schneerollen angesagt. Ja. Tag 2. Ja, immer noch Tag 2. Bisschen anders, als wir uns gedacht hatten. Ja. Ein Hüttentag. Wir waren immerhin zur Schneeballschlacht draußen und Matteo hat nicht geholfen, Schnee zu räumen. Wir haben ein bisschen am Schneemann mitgebaut. Und Ich habe fast die ganze Tische voller Schnee wieder aufgeräumt, was auch ein bisschen schwierig war. ja, und ansonsten haben wir Kniffel und Mau gespielt und gerade geduscht und jetzt ist eigentlich schon fast wieder Zeit fürs Essen, obwohl ich eigentlich keinen Hunger habe. Du? Ich auch nicht. Gut. Wetter ab. Hoffen wir, dass wir morgen besseres Wetter haben, weil Und dass wir, bei dann dem da, Wetter ist es ein bisschen schwierig mit dem Wetter. dass wir dann da hoch und zur Gasleitenhütte gehen. Mhm. Das würden wir gerne machen, was wir, glaube ich, nicht schaffen morgen. Vielleicht schon. Mal gucken. Tschüss. Tschüss. Tag 3. So, nach unserem Pausentag am Thierser Alpe scheint heute die Sonne. Der Schnee ist natürlich immer noch da. Ja, Aber wir werden uns jetzt auf jeden Fall weiter wagen. mit Und Spuren. ja, wir werden heute in Richtung Grasleitenpasshütte gehen. Und zum Glück sind noch mindestens 2 andere Gruppen aus unserer Hütte, die auch dahin wollen. Und 2 sind gerade eben aufgebrochen und machen uns schon mal die Spur. Wir sind im Prinzip jetzt auch gleich startklar, wollten aber noch mal das Zimmer zeigen. Also hier ist das Bett, Doppelbett. Und Da ist noch ein Doppelbett. ja, hier hätten noch andere Platz gefunden, aber so voll war die Hütte ja nicht. Und außerdem wegen Corona geht es, glaube ich, eh nicht. Und wir waren gestern die einzigen. Vorgestern waren wir die alle einzigen hier in der Hütte. Genau, so. Und jetzt geht's los, oder? Wetter ab. Tschüss. Ja, tief verschneit, aber ein Traum. Ja, gut, aber es können noch steilere Stellen kommen. Wir kennen die Strecke nicht. Jetzt gehen wir, ja, genau. Jetzt gehen wir weiter. Wir müssen erstmal hoch. Das wird nur anstrengend genug. So, 1 Kilometer haben wir. So wenig schon.
Also wir haben jetzt die erste große Anhöhe geschafft. Wir sind jetzt schon höher als der Moulin-Pass. Wir müssen jetzt aber nochmal durch, Da sind noch Leute. durch eine Senke da vorne und da vorne ist dann auch der Pass. So, von hier oben sind wir runtergekommen. Matteo legt ein gutes Tempo vor. Und da hinten oben in der Scharte auf dem Pass sieht man schon die Hütte. Ist noch ein Stückchen, aber schaffen wir. So, dann haben wir jetzt den Abstieg geschafft vom Moulin-Pass, sind im Grasleitenkessel. Jetzt zu der Seite geht es steil hoch. Hier vorne in der Scharte, da müssen wir gleich hin. Hier unten geht es runter nach Thiers. Ja, und von da oben sieht man die Spuren, da sind wir gekommen. Ging bergab eigentlich besser als gedacht, aber es war steil. Fantastisch, Matteo. Ganz großartig. Genau, super. Ja. So, Endspurt ist angesagt, Hütte ist in Sicht. Matteo hat sich bombastisch geschlagen. Es war steil hier hoch, ich zeig's. Guckt mal da hinten, ich bin da locker runtergekommen. Ja, ich zeige euch mal, wo wir hier sind. Wir sind aus der Scharte abgestiegen, unten durch den Grasleitenkessel, auf der anderen Seite wieder hoch. Das war total schwierig. Ja, aber du hast es toll gemeistert, oder? Ja. Super, und jetzt kehren wir ein, essen ein schönes Mittagessen und für heute Nacht haben wir das Bettchen reserviert. Ich liebe es, wenn wir gut ankommen. Ich auch. Ja, dann geh mal, lass uns die letzten Meter auch noch packen. Wir sehen uns gleich wieder. Genau. So, Wir sind Bergheil. angekommen. Bergheil. Bergheil. Wir haben es geschafft. Diese Vögel wollen uns töten. Nee, die wollen vielleicht Essen schnappen. Wir sind an der Grasleitenpasshütte. Die ein bisschen zu verschneit ist. Hier geht's rüber Richtung Violet und von da sind wir gekommen. Tag 4. Genau, wir sind jetzt immer noch an der Grasleitenpasshütte. Da haben wir übernachtet und hatten einen schönen Tag. Und jetzt sind wir bei Startglas. Hat über Nacht wieder ein paar Zentimeter geschneit und es windet heute Morgen ziemlich furchtbar. Aber im Tal wird es hoffentlich ein bisschen besser. Wir steigen jetzt erstmal ab in Richtung Violet-Hütte und dann versuchen wir uns zusammen an der Passhütte durchzuschlagen. Mal gucken, ob das klappt. Also wir melden uns dann später. So,
Der Anstieg auf den Everest ist geschafft. Es war brutal. Wir sind jetzt hier an der Gartelhütte. Matteo. Wirklich. Bis eben hast du auch keine so Geräusche gemacht. So, hier sind die Violet-Türme. Und da, das letzte Stück, müssen wir noch hoch. Wir hoffen mal, dass der Schnee nicht allzu tief ist. Steil ist es nicht mehr, im Gegensatz zu dem, was wir gerade hinter uns haben. Aber naja, irgendwie war es schon. Gell, Matteo, wir schaffen es. Ja, aber irgendwie, mir tut alles weh. Ja. So, die letzten Höhenmeter. Die letzten Höhenmeter. Hütte in Sicht. Ja, geil. Nicht so schön. So, da ist die Hütte. Ja. Maske auf und rein. Hätte das kein Kind so geschafft? Wie schön. Unglaublich. Aber es war mörderanstrengend. Full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Forgo, give up everything that I own. Yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was found. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August. Tag 5. I've come out here. Wir sind gerade von der Sandner-Passhütte gestartet. Wir waren die einzigen Gäste, war echt toll. Matteo hat schon gefragt, ob wir nicht bald wann wir wiederkommen. Ja, das ist jetzt der Blick runter Richtung Gartelhütte. Das ist der erste Stück. Das erste Stück, von da oben kommen wir. Das ist jetzt relativ einfach. Aber hinter der Gartelhütte wird es anspruchsvoller, aber das schaffen wir auch. So Matteo, dann geh mal. So, wir haben uns zur Sicherheit angeseilt. Hier jetzt kommen wir nämlich auf das Steilstück gleich. Und das war gestern ein bisschen heikel im Aufstieg. Weil da sind so ein paar Querungen dabei, die machen nicht so viel Spaß. Langsam. Aber so müssten wir das schaffen. Jetzt sehen wir zum Glück auch die Spuren. Ja. Wir kommen da schon runter, mein Schatz, keine Angst. Ist es besser wie Hand geben. So, wir haben den Hochgebirgsteil unserer diesjährigen Rosengartenrunde geschafft. Wir immer noch im Rosengarten? Wir wurden zuerst im Thierser Alpel eingeschneit, dann sind wir über den Moulignon-Pass zum Grasleitenpass gegangen und haben da an der Grasleitenpass geschlafen. Dann weiter durchgekämpft, wirklich durchgekämpft, Everest-mäßig, so hat es sich angefühlt, mit wahnsinnigem Wind, Schnee, Tiefschnee zur Sandner-Passhütte. Das war super. Und dann haben wir da gut geschlafen und heute Morgen den Abstieg gewagt. Der war auch ein bisschen heikel, aber wir haben es gut hingekriegt. Und jetzt sind wir in der schneefreien Zone und hier ist fast warm. Und jetzt gehen wir ganz gemütlich erstmal nach Champety oberhalb von Vigo di Fassa. Da essen wir was und dann gehen wir weiter zur Rotwandhütte. Da haben wir heute Nacht schon Betten für uns reservieren lassen. Und von da aus gehen wir dann, glaube ich, in niedrigere Höhenlagen, weil nochmal durch den Schnee kämpfen, weiß ich nicht, ob wir da Lust drauf haben. Gell? Eine anstrengende Etappe geht zu Ende. Wir sind angekommen.
Wir haben gerade eben einen Steinbock gesehen. Ja. Das war echt toll. Ja. Wir mussten leider noch eine Umleitung laufen, weil der Weg hier rüber wegen dem Erdrutsch gesperrt war. Aber das haben wir jetzt auch geschafft. War sogar noch leichter. Und jetzt gehen wir gleich Denke ich in die mal. Hütte. So, wie gefällt es dir, Herr Matteo? Gut. Wie hast du es aber gerade genannt? Traumhaft. Weil die Aussicht ist wirklich traumhaft. Ja, dann zeigen wir euch die mal. So, hier ist noch der Kamm vom Rosengarten. Und da ist noch die Capanna Fassa. Das Ja, genau, da ihr ist der seht die da Zeller. auf dem Berg. Hier ist die Marmelada dann. Und da sind viele andere Berge, deren Namen ich leider nicht kenne. Da ist der Plattkofel, glaube ich. Nee, das Sieht ist die aber- Marmelada. Ah, So, Achtung, Matteo, jetzt mal an dir vorbeischwenken. Und hier unten ist die Rotwandhütte. das Da schlafen wir, da oben ist die Rotwand. und Tag 6. Ja, wir haben gerade da unten an der Rotwandhütte geschlafen. Matteo wollte jetzt unbedingt heute Morgen nochmal hier auf den kleinen Gipfel steigen, um die Aussicht zu genießen. Die ist auch wirklich traumhaft. Heute laufen wir jetzt auf dem Hirzelweg Richtung Kölner Hütte. Wobei wir da wahrscheinlich nicht ganz hinkommen, sondern vorher runter Richtung Frommeralm ins Tal gehen. Von da aus wollen wir dann den Bus nehmen nach St. Cyprian und dann auf die Schafhütte aufsteigen. Da haben wir schon ein Zimmer reserviert. Und das sollte eigentlich eine ziemlich gemütliche Wanderung werden. Definitiv ohne Schnee heute. Bin ich mir ziemlich Der sicher. ganze Schnee ist weg. Macht nichts. Dafür haben wir den Steinbock gesehen. Genau, wir haben ja gestern noch einen Steinbock gesehen. Das war wirklich Ja. ein tolles Erlebnis, oder? Ja, das war das schönste Erlebnis der. So, wir sind Immer jetzt. noch Tag 6. Ja, wir sind von der Rotwandhütte auf dem Hirzelsteig ganz um den Rosengarten gelaufen, bis knapp vor der Kölner Hütte. Dann sind wir mit Absprache der Bauleute durch die Baustelle abgestiegen Richtung Frommeralm. Gell? Ja. Da haben wir auch schnell was gegessen. Sind dann jetzt mit dem Bus nach St. Cyprian gefahren und sind hier gerade auf dem Aufstieg zur Schafhütte. Na, kleine Abkürzung. Kleine Abkürzung. Wir haben jetzt schon nicht mehr, weil jetzt sind bestimmt schon die Leute. 350 Höhenmeter geschafft. Das heißt, mehr als die Hälfte haben wir schon. Aber es ist trotzdem gut warm im T-Shirt und trotzdem schwitzen wir, gell? Aber das schaffen wir jetzt noch. So, hier führt ein wunderschöner Weg hoch zur Schafhütte. Tollen Aussichten auf Latemar, Rosengarten, schöne Kiefernwäldchen. Duftet richtig herrlich. Und fast sind wir oben. Wir haben es geschafft, oder? Ja, War doch nicht so schwer, wie du gedacht hast, ja, oder? ich habe gedacht, es wäre viel schwerer. Ja. Das Panorama hier oben ist wirklich toll. Rosengarten, Latemar. Und hier die gemütliche Schafhütte. Der letzte Tag ist auch Tag 7. Genau.
Wir haben gerade in der Schafenhütte geschlafen. Urig mit Waschschüssel und fließend Kaltwasser im Bad. Und Kerzenlicht, oder? Ja, nicht mit Feuerzeugen, sondern mit Streichhölzern. Mhm. Wie früher. Ja. Und wir haben fantastisch gefrühstückt. Das war wirklich total lecker. Ich konnte gar nicht mehr aufhören zu essen. Ich weiß auch nicht, ob ich war satt. Und jetzt gehen wir an der Hammerwand entlang in Richtung Tufalm. Von da aus runter zum Völser Weiher und dann durchs Wäldchen nach Seis. Wird eine schöne Wanderung. Heute ist nochmal ein toller Tag. Jetzt zeige ich gleich nochmal das Panorama. Von daher genießen wir es heute nochmal, gell? Und morgen geht's nach Haus. So, da ist der Rosengarten. Warte mal. Hier ist die schöne Hütte mit dem schönen Garten. Da müssen wir unbedingt auch mal im Sommer kommen. Das ist echt schön. Ja, hier die Aussicht ins obere Etschtal. Da hinten guckt der Alpenhauptkamm raus, ganz dick verschneit. Und hier ist die Hammerwand, entlang deren wir dann jetzt runterlaufen. Nee, kletterst lieber so drüber. Aha. Ich lese. Hier unten, da steht hoch. Mein Manga auf 4. Das ist das Richtige. 20 Minuten. Super. Haben wir es geschafft, oder? Da vorne ist die Alm. Eigentlich zu früh. Hast du schon Hunger? Okay, dann essen wir auf. So, wir haben gerade gegessen bei der Tufalm. Da war aber wieder die Hölle los. Das war so ziemlich der absolute Gegensatz zu dem, was wir die letzten Tage hatten. Wir haben gerade beim Mittagessen darüber mal gesprochen. Ich glaube, wir haben an keinem einzigen Tag viel mehr als 10, 12 Leute auf einmal gesehen. Und hier auf einmal ist die Hölle los. Irgendwie nach einer Woche aufhütten total ungewohnt. Aber das Wetter war trotzdem schön. Ist ein bisschen frisch geworden. Man merkt schon, dass das schlechte Wetter, dass die Kaltfront hier kommt. Aber noch ist es sonnig, angenehm, ein bisschen diesig. Aber ja, der Stern da oben. Matteo klettert jetzt noch eine Runde. Das ist ein neuer Klettersteig. Mit deinem Klettersteig sind kannst du. extra für Steine gedacht, oder? Ja, genau. Nee, das sieht eher nach Pferden aus. Das sind ja Hufeisenspuren. Ah, ja. So. Der Schlein in seiner ganzen Pracht von unten mit Sandhornspitz. Wir haben gerade noch am Völser Weiher ein Eischen gegessen. Matteo versucht die Schuhe sauber zu machen, aber ich glaube nicht, dass das gelingen wird, denn die Wiese ist genauso nass wie der Weg. Aber gut, egal. Den Weg hier sind wir schon Ewigkeiten nicht mehr gelaufen. Matteo glaube ich noch nie und ich auch schon lange nicht mehr. Schön. Durch den Wald. Best. Na dann. So, Wir sind in Seis. die letzten Meter vor der Umlaufbahn. Ah, Unsere, meine Beine. ich dachte gerade eben war unsere Königsetappe die leichteste für dich. Hast du mir gerade erzählt, oder? Die sagen nach Ja, nach. das war die leichteste, ja? Ja, aber Ja. jetzt muss wie eine Ente laufen. Naja, wir haben es gut hinter uns gebracht. Wir sind jetzt in 5 Minuten an der Umlaufbahn, spätestens. Und dann gehen wir jetzt erstmal ganz gemütlich ins Hotel Garni Alpin. Und dann duschen wir. Und dann spielen wir vielleicht noch was. Und schauen wir mal. Und zum Karl-Heinz. Und zum Karl-Heinz gehen wir auch.
So, Wir heute. sind jetzt losgefahren, schon seit 3 Stunden. Ja, 3 Stunden, ja stimmt. Ja, 3,5 Stunden sind wir unterwegs. Wir sind jetzt kurz hinter München. Bisher relativ problemlos, hat am Anfang geregnet, logischerweise. Du Schlingel. Und dann jetzt fahren wir über die A9 und hoffentlich passt der Verkehr. Wir haben jetzt eine kurze Pause gemacht und jetzt geht's weiter. Ne? Ja, war eine tolle Woche, jetzt ist es leider vorbei, aber gut, es muss wieder losgehen mit der Arbeit. Gell? Also wir fahren weiter, bis dann.